Ja, in diesem zweiten Teil von 1900 bis 1925 geht es eigentlich vor allem um die Entwicklung der Anthroposophie, der Geisteswissenschaft, wie Rudolf Steiner das immer wieder betont. Und ich möchte aber doch den ersten Teil zuvor noch einmal zusammenfassen. Wir haben eigentlich einen Menschen vor uns, der eine ganz außergewöhnliche Natur hat seit Kindheit an und der eben wahnsinnig begabt ist und der auch in gewisser Weise viel Glück hat, indem er eben mit 21 diese für ihn eigentlich viel zu große Goethe-Aufgabe zugesprochen bekommt, der sich daran unglaublich abarbeitet. Ich habe das auch vorgelesen, wie er das selber später einschätzt. Der dann in dem Alter um die 30 tätiger Philosoph wird, mit eigenen Büchern hervortritt. Ich habe nur einige genannt. Und doch ist, wenn man so die ganzen Daten durchguckt, der 90er Jahre, diese Weimarer Zeit und dann auch den beginnenden Berliner Zeit, man weiß eigentlich nicht, was will er? Wo will er eigentlich hin? Was strebt er eigentlich an? Er arbeitet unglaublich fleißig, wahnsinnig viel, ist immer knapp bei Kasse, interessiert sich für alles Mögliche, aber was will er eigentlich? Wofür steht er eigentlich? Um was geht es eigentlich? Das bleibt offen. Er hat sozusagen philosophisch eine ganz klare Position erarbeitet, aber wofür sozusagen sein Leben? Will er einen Lehrstuhl haben? Will er Professor werden? Aber da verhält er sich auch dafür nicht entsprechend. Es ist eigentlich nicht deutlich. Will er philosophischer Schriftsteller werden? Dafür geht er auch nicht geradlinig drauf zu. Das ist die große Frage. Und er taucht mit einem gewissen Genuss und einer ihm typischen totalen Überarbeitung in dieses Berliner Leben um 1900. Berlin um 1900, ein Schmelztiegel der Kultur, ein Ort, an dem unglaublich viele verschiedene Richtungen zusammenkommen, wo es knistert. Und da kommt nun die Bekanntschaft mit den Sozialisten, Liebknecht und Rosa Luxemburg. Und wir haben ja nun gerade heute in diesen Tagen dass wir 100 Jahre den Mord an Rosa Luxemburg eigentlich zu gedenken haben. Und das möchte ich schon auch deutlich tun. Rosa Luxemburg ist nicht nur eine Frau, die eine geniale Frau ist, die diesen Sozialismus mit auf die Welt bringt. Und dieser tollste Spruch von ihr eigentlich, die Freiheit ist immer zunächst die Freiheit des anderen. Wahnsinnig, gar groß. Und sie ist mit Liebknecht daran beteiligt, Rudolf Steiner in die sogenannte Arbeiterbildungsschule in Berlin zu holen. Und sie ist auch von den Sozialisten die am längsten mit dem Steiner und am tiefsten eigentlich einen Kontakt hat. Und da gibt es einen richtigen Briefwechsel, zwei Persönlichkeiten, die sich da berühren und schätzen gegenseitig. Er kommt in diese Arbeiterbildungsschule und die ist nun ganz geprägt von dem Sozialismus. Man hat diese Proletarierklasse, die entwurzelte Klasse, das haben wir ein bisschen angesprochen, die aus der Landwirtschaft herauskatapultierten und damit irgendwie jeder Verbindung entäußerten Gesellschaftsgruppe, die 12 Stunden am Tag arbeiten, die so arm sind, dass sie noch nicht mal mit der Straßenbahn oder so mit zur Arbeit fahren können, sondern meistens eben noch eine halbe Stunde zu ihrer Fabrik laufen. Und die entwurzelt sind, die eigentlich nicht wissen, wo das Leben sie sozusagen weiterhin hinbringt, die ganz in dieser Abhängigkeit sind von den Eignern der jeweiligen Firmen und die sich nun zusammenschließen, Gewerkschaftsbewegungen, die verboten waren und so weiter. Und jetzt irgendwann dieser Zündfunke Bildung. Bildung ist das Einzige, was befreit. Und da die Geburt der Arbeiterbildungsschulen
Und die Arbeiterbildungsschulen muss man sich so vorstellen, dass nach eben so einem 11, 12, 13 Stunden Tag man dann abends noch zur Schule wanderte und sich da in einen Vortrag setzte. Und das schreibt Steiner auch. Das passierte schon häufiger, dass da auch der ein oder andere dann einschlief. Also es musste schon auch ein spannender Unterricht gegeben werden, wenn das gut gehen sollte. Und Steiner ist auch typisch für Rudolf Steiner. Er wird da gefragt und er sagt eigentlich sofort ja, aber er macht eine einzige Bedingung. Und diese Bedingung ist, er möchte nicht durch eine Theorie des Sozialismus oder welcher Theorie auch immer gezwungen sein, Bestimmtes vorzubringen, sondern er möchte die totale Freiheit haben, alles das vorzubringen, was er für richtig hält. Und erstaunlicherweise stimmen die zu, weil der Steiner ist politisch nicht greifbar. Er ist auf der einen Seite mit den Anarchisten verbunden, trifft sich einmal in der Woche mit denen in einer bestimmten Kneipe. Da heißt der Tisch, an dem sie sich sammeln, der hat schon so ein Schild, der heißt Verbrechertisch. Also da ist er wirklich mit Leuten zusammen, die sozusagen ganz knallhart an der Grenze der Legalität operieren. Und auf der anderen Seite ist er auch mit sehr gediegenen Kräften in der politischen und vor allem gesellschaftlich-kulturellen, künstlerischen Welt unterwegs. Und man kann ihn auch politisch nicht einordnen und fassen. Und dennoch haben die diese Idee, den da zu engagieren. Und er macht das wahnsinnig gerne und wahnsinnig liebevoll. Und es ist uns ein wunderschöner Bericht überliefert aus dieser Zeit. Er fängt das an, ich glaube, mit einem Geschichtsunterricht. Und binnen kurzem unterrichtet er ganz verschiedene Fächer. Und das macht er fast 10 Jahre lang. Und da gibt es nun einen Bericht, und zwar ist ja der Tag der Arbeit, der 1. Mai, natürlich ein sehr wichtiger für so eine Bewegung. Und da kann man nun einen Ausflug machen. Es ist eben Frühling und man zieht raus und macht einen Ausflug. Und da haben wir nun einen wunderschönen Bericht. Dann lagerten wir im Walde, im hohen Grase bis zur hereinbrechenden Dunkelheit. Die Mitglieder des Jüdischen Arbeiterbundes für Polen und Litauen, die sich in allen Unternehmungen beteiligten und trotz ihrer unbedingten Einstellungen zu den marxistischen Lehren zu den treuesten Anhängern Steiners gehörten, führten uns ihre heimatlichen Tänze vor und sangen ihre etwas schwermütigen revolutionären Lieder aus den Kämpfen gegen das zaristische Russland. Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin. Oder das aufrührerische Auf die Barrikaden, ihr Arbeitervolk. Einmal lockte ihr Gesang 2 Gendarmen an, die uns aber unbehelligt ließen, da die uns geläufigen Übersetzung nicht weiter bekannt war. Steiner lagerte dann mitten unter uns. Wir unterhielten uns und wir fragten ihn aus über Bücher und Theater, über alte und neue und neueste Literatur. Es mochten die griechischen Dichter und Philosophen sein, Ägypter, Chinesen, Inder, die Weisheiten des Konfutse und des Laoze oder der im Pergamon-Museum aufgebaute Altar aus Kleinasien, Emile Zola oder Stefan George. Er erklärte uns die Blüten im Grase, die Farnkräuter, die herumschwirrenden Insekten. Als wir glaubten, eine Raupe des Tagpfauenauges gefunden zu haben, konnte er uns sagen, dass es die eines Ligusterschwärmers sei. Und er gab uns eine genaue Beschreibung der beiden mit all ihren Farben und Zeichen. Steiner kam uns vor wie ein Silo bis oben gefüllt mit dem Wissen der Welt. Ja, so viel vielleicht bis zu diesem Punkt 1900. Und jetzt passiert etwas ganz Wichtiges für ihn. Im September 1900 wird er eingeladen von einer Gruppe, mit der er normalerweise überhaupt nicht verkehrt, mit der er gar keine Beziehung hat. Und die kann ich ein bisschen schildern, weil ich selber aus solchen
meine Großmutter aus solchen Verhältnissen stammt und mir viel davon erzählt hat, Adlige, reiche, wohlhabende Menschen, die auch nicht sozusagen täglich einen handwerklichen oder kräftezehrenden Beruf nachgehen mussten. Adlige, die ein Stadtschloss besaßen in Berlin. Adlige, die die Kultur pflegten, die viele Sprachen konnten, die up-to-date sein wollten in der Literatur. Adlige, die die Musik pflegten, die einen großen Salon hatten, die einen Flügel hatten, in die abends der Diener mit dem Livret und dem Handtuch, mit dem Fruchtkorb hineingefahren kam. Eine Welt, die Steiner völlig unbekannt war. Und da gibt es nun solche Leute, die einer spirituellen Richtung, indischen Richtung der Theosophie angehören und die irgendwie gehört haben, dieser Mann hat was Interessantes über Nietzsche zu erzählen. Und sie laden ihn ein, einen Vortrag in dieser Teegesellschaft. Man trifft sich nicht abends, sondern man hat auch Zeit am Nachmittag. Man kann auch nachmittags um 4 eine Teegesellschaft pflegen. Und zu so einer Teegesellschaft lädt man sich doch interessante Leute ein. Und so lädt man sich diesen Philosophen ein, diesen schrägen, bunten Hund, und lässt sich vortragen über Nietzsche. Und da möchte ich euch nun vorlesen, wie Steiner selber diese Sache beschreibt. Es war dies die Zeit, in der ich durch Gräfin und Graf Brockdorff aufgefordert wurde, an einer ihrer allwöchentlichen Veranstaltungen einen Vortrag zu halten. Bei diesen Veranstaltungen kamen Besucher aus allen Kreisen zusammen. Die Vorträge, die gehalten wurden, gehörten allen Gebieten des Lebens und der Erkenntnis an. Ich wusste von alledem nichts, bis ich zu einem Vortrag eingeladen wurde, kannte auch die Brockdorffs nicht, sondern hörte von ihnen zum ersten Mal. Als Thema schlug man mir eine Ausführung über Nietzsche vor. Diesen Vortrag hielt ich. Nun bemerkte ich, dass innerhalb der Zuhörerschaft Persönlichkeiten mit großem Interesse für die Geistwelt waren. Ich schlug daher, als man mich aufforderte, einen zweiten Vortrag zu halten, das Thema vor: Goethes geheime Offenbarung. Und in diesem Vortrag wurde ich in Anknüpfung an das Märchen von Goethe ganz esoterisch. Es war ein wichtiges Erlebnis für mich, in Worten, die aus der Geistwelt herausgeprägt waren, sprechen zu können. Nachdem ich bisher in meiner Berliner Zeit durch die Verhältnisse gezwungen war, das Geistige nur durch meine Darstellung durchleuchten zu lassen. Das ist der entscheidende Wendepunkt. Mit 39, dieser Philosoph, wo man nicht weiß, wo er eigentlich hingehört, was er eigentlich will, der alles Mögliche macht, der in verschiedensten Gruppierungen unterwegs ist, der eine Zeitschrift herausgibt, die Deutsche Dramatischen Blätter für die Bühnen, wo also alle 2 Wochen Bücher und neue Schauspiele, Theaterstücke besprochen werden und so weiter. Der erlebt in dieser adlichen, in dieser bisschen upper-class-mäßigen Veranstaltung, das sind Menschen, die würden das verstehen, was ich eigentlich immer nicht ausdrücken kann. Und das ist für ihn ein Schlüssel. Und jetzt kommen da nach diesem Vortrag über das goethesche Märchen sofort Leute, Frauen vor allem, die dann für 25 Jahre für ihn entscheidend werden. Und es hört sofort gar nicht mehr auf. Aus dem ersten Vortrag über Nietzsche kommt dieser zweite und nach dem zweiten bittet man ihn gleich um eine Serie von 30 Vorträgen den ganzen Winter durch. Die Leute spüren sofort, da ist etwas, was eine unglaubliche Substanz ist, die bisher gar nicht erschlossen ist. Und da kommt von beiden Seiten etwas zusammen. Da kommt eben das Interesse dieser sehr gebildeten, relativ freien, aber auch konservativen Menschen nach einem spirituellen, und es kommt für ihn die Möglichkeit, endlich das aussprechen zu können, was in seiner Seele scheinbar schon lange lebt und er es nicht für aussprechbar bisher hielt. Und so ist nach einem halben Jahr, bearbeitet er bereits die, sagen wir mal, Wintervorträge dieser Theosophischen Gesellschaft auf
und ein knappes Jahr später erscheint bereits diese erste Vorlesungsreihe als Buch. Und das geht die nächsten Jahre so fort. Er behält zwar noch den Kontakt zu all den anderen Clubs und Vereinigungen, in denen er da so verwurstelt ist, aber zunehmend legt er sozusagen sein ganzes Gewicht auf diese Darstellung einer geistigen Welt in dieser theosophischen, in diesem theosophischen Kreisen. Und nach kurzem, nach 2 Jahren ist es soweit, dass die ihm sagen, ja, also wir sind ja so eine Vereinigung einer indischen Weisheitslehre und die gibt es noch in England und in den Niederlanden und in den USA. Aber wir wollen eigentlich in Deutschland auch eine Landesgesellschaft begründen. Und da gibt es auch ein paar kleine Interessengruppen in Hannover und Hamburg und so. Und die kamen dann auch, diese Mitglieder aus diesen anderen Städten ab und zu. Und dann reiste er auch schon mal dahin. Und dann kommt eben diese Bitte, können Sie nicht als Generalsekretär diese Theosophische Gesellschaft jetzt mit uns zusammen begründen, als Deutsche Theosophische Gesellschaft, und das dann eigentlich zu Ihrem Hauptengagement, zu Ihrem Hauptarbeitsfeld machen. Und Steiner ist daran interessiert, obwohl er noch 10 Jahre vorher sehr abfällig über die Theosophen geschrieben hat, hinterwäldlerisch rückwärts orientiert und so. Und man versteht es eigentlich nicht. Und dann kommt aber eben wieder dieser typische Nachsatz oder diese typische Einschränkung, wie auch bei der Arbeiterbildungsschule. Ja, ich mache das, aber ich mache das nur, wenn ich hier nach meinen Gesichtspunkten unterrichten darf. Ich werde mich nicht einer theosophischen Weltauffassung irgendwie beugen, die irgendwie unlogisch ist oder irgendwelche Dogmen enthält, sondern ich werde aus dem, was ich wahrnehme, berichten und sonst nichts. Und das machen die. Und diese Gesellschaft geht dann innerhalb weniger Jahre, wird die riesig. Also da sind schon 1905 12.000 Mitglieder in Deutschland. Und er hat mehrere solche Vortragszyklen zusammengefasst zu kleinen Schriften. Und er ist eigentlich nonstop unterwegs für diese Gesellschaft mittlerweile. Und er schreibt ständig eine Zeitschrift für diese Gesellschaft. Und er hat eine, ja, wie kann man das sagen, Freundin, Kollegin, mit der er diese Arbeit zusammentut. Eine Adlige, eine halb Russin, halb Deutsche, halb Russin, Maria von Sievers, die mit ihm diese Arbeit zusammen macht. Und er schildert eigentlich diesen Mitgliedern, die vermehrt eigentlich schon dieser eher konservativen und eher reichen Gesellschaftsschichten angehören, schildert er eben die spirituellen Hintergründe des Altertums, der Philosophiegeschichte, der Menschheitsgeschichte überhaupt, die spirituellen Untergründe des Menschenwesens überhaupt. Und ihr studiert ja im Moment ein bisschen da an der Theosophie, beziehungsweise das kommt jetzt. Und da werdet ihr auch so ein zusammengeschriebenes, sehr verdichtetes Stück dieser ersten Darstellung der Anthroposophie da lesen. Und jetzt bemühen sich diese Mitglieder, dass er nicht nur der Generalsekretär da der Deutschen Gesellschaft ist, sondern dass er auch auf die internationalen Kongresse geht, der theosophischen Bewegungen nach London. Und das tut er dann auch. Und da merkt man dann schon, indem wie er darüber schreibt und indem auch wie er darüber zu Hause dann in den Vorträgen berichtet und so, dass das brüchig ist. Dass er da eben, dass das wohl nicht lange gut gehen wird, dass eben da doch viele Dogmen gepflegt werden und dass das über kurz oder lang eben zu einem Crash führen wird. Jetzt will ich vielleicht doch noch mit ein paar Worten diese Gesellschaft und seine Arbeit da beschreiben. Man muss sich also vorstellen, vielleicht 30, 40 sogenannte Zweige der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland als eine
Landesgruppierung dieser Gesellschaft. Und in der Regel ist er in diesen Zweigen zum Teil zweimal, zum Teil 3- oder 4-mal im Jahr. Und er organisiert sich so, dass er in Berlin zwar lebt und auch diese Zeitschrift herausgibt und die meisten Vorträge hält, aber zwischendurch immer unterwegs ist, um eben Vorträge in diesen Zweigen dieser Gesellschaft zu halten. Und oft verläuft das so, dass er zunächst einen öffentlichen Vortrag hält. Da tut dieser jeweilige Zweig, diese vielleicht 50, 80, 120 Menschen, die da so in einer Stadt Mitglieder dieser Gesellschaft sind, die mieten einen großen öffentlichen Saal und er bestimmt ein Thema und dann spricht er öffentlich darüber. Dann gibt es vielleicht am Nachmittag vorher oder am nächsten Vormittag oder wie auch immer einen sogenannten Zweigvortrag. Und nun beginnt ungefähr ab 1905, 1906 noch ein drittes Element. Und das ist sehr schwer zu fassen. Auch davon gibt es relativ viel Mitschriften. Das kann man vielleicht so beschreiben, eine Art esoterisch-meditative Unterweisung. Da werden auch die Inhalte der Anthroposophie eigentlich schon dargestellt, aber sie haben vielmehr den Charakter, wie man die auch, sagen wir mal, in ein eigenes, inneres, pflegendes, meditatives Bewusstsein nimmt. Und das sind dann wenige Mitglieder und meistens ist das dann in einem kleinen, extra dafür dekorierten und hergerichteten Raum. Diese 3 Elemente, die zeichnen eigentlich dann diese Jahre aus, diese Nullerjahre, dass er da eigentlich ständig unterwegs ist, gleichzeitig schreibt, was er da eigentlich vorbringt, nochmal in verdichteter Form. Und eigentlich der ganze Kosmos des Menschenwesens und der Weltauffassung aus einer geistigen Sicht zur Darstellung kommt. Gleichzeitig kann man von heute aus bemerken, wie er darum ringt, diesen theosophischen Mitgliedern deutlich zu machen, dass es etwas zu tun gibt in der Welt. Und es beginnt mit am deutlichsten wird das sozusagen 1905 schon an einem wunderschönen Vortrag, den es sich sehr zu lesen lohnt, die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft. Er sagt eigentlich da, dass alles, was ich euch in vielen, vielen Vorträgen und Büchern und Artikeln und so bringe, das könnt ihr konkret in Bezug auf Erziehung und Schule zur Anwendung bringen. Das kann sozusagen eine bessere Pädagogik ermöglichen, wenn man nicht immer aufs Klein-Klein guckt, sondern wenn man den großen Zusammenhang des Menschenwesens anschaut. Und das interessiert kein Schwein in dieser theosophischen Gesellschaft. Ungefähr parallel spricht er über medizinische Fragen und packt das wunderbar ein, spricht wunderbare Ausführungen über Paracelsus. Manches von den Dingen, die er dann dort erzählt in den Vorträgen, das ist dann erst 50 Jahre später so richtig wissenschaftlich ausgegraben worden. Man staunt manchmal. Er war eben sehr, sehr belesen, aber er hat dann doch auch an manchen Stellen wirklich sein inneres Auge walten lassen und schildert Dinge, die dann erst später bekannt werden. Theosophie, Medizin. Und eigentlich will er den dort anwesenden Ärzten sagen, komm, lasst uns zusammen eine konkrete, praktische Medizin entwickeln. Man kann was machen. Interessiert kein Schwein von den Medizinern. Die einzige, die das interessiert, die schon 1902 in Berlin auftaucht, ist eine Holländerin, damals glaube ich noch nicht mal 20, 19, 18. Eine ganz wunderschöne, hübsche junge Frau, die so wir würden heute vielleicht sagen, Physiotherapie-Ausbildung hat und die wahnsinnig interessiert ist an Medizin und die irgendwie kapiert, dieser Mann, mit dem könnte man etwas entwickeln, was eine neue Medizin mal werden kann. Und er verständigt sich mit ihr, sie kommt auf ihn zu und sie verständigen sich und sie fasst daraufhin den Entschluss, Medizin zu studieren. Und das geht als Frau 1903 oder 4 nur in der Schweiz, in Zürich, und das macht sie. Ita Wegmann,
der Frau, der wir eigentlich dann die anthroposophische Medizin zu verdanken haben. Die einzige. Den ganzen anderen großen theosophischen Interessierten, spirituell Interessierten Ärzten, da fällt das nicht auf wirklich fruchtbaren Boden. Und man merkt eigentlich zunehmend, wie er darunter leidet, 1905, 1908, 1909, dass das eigentlich alles, dass es da irgendwie um die 50.000 Menschen mittlerweile gibt im ganzen deutschsprachigen Raum, bis nach Norditalien, bis in die Schweiz, bis nach Österreich, bis in die Niederlande, die alle wahnsinnig interessiert sind an dieser spirituellen Seite der Welt, die wahnsinnig interessiert sind an ihrer eigenen spirituellen Entwicklung unter Zuhilfenahme von eben Meditationsanleitungen. Es erscheint dieses Büchlein, was wir heute kennen, wie erlangt man Erkenntnis der höheren Welten, als Aufsatzfolge in der Zeitschrift der Theosophen. Da ist ein reges Leben, ein großes Interesse, aber der Motor, der Mann, der das alles auf die Welt bringt und voranbringt, macht eigentlich zunehmend den Eindruck, als wollte er mehr, und die merken das gar nicht. Und später beschreibt er das dann so, dass er sagt, ja, es war eigentlich durch die Kunst dann möglich, einen Schritt weiter zu gehen. Und zwar insbesondere durch das Drama, durch das Theater. Und er findet eigentlich ein Format, eine Art und Weise, diese Inhalte, diese spirituellen Inhalte auf die Bühne zu bringen, die sogenannten Mysterienspiele. Es hat ein bisschen etwas zu tun auch mit Wagner. Wagner hat ja auch den Parsival gemacht und nennt es ein Bühnenweihespiel, hat die Parsival-Legende umgebaut, und, aber auch mit ganz anderen Quellen noch. Und es ist vor allem auch eine sehr eigene Sache. Es hängt auch zusammen mit einem Franzosen, den er sehr schätzt und mit dem er sehr im Austausch ist, den er öfters besucht, der im Elsass lebt, Édouard Chouret, ein deutsch-französischer Schriftsteller, der auch esoterische Texte verfasst und dessen erstes Theaterstück sogar den Anfang macht, sodass er 1907 in einer Art Sommerspiel in München mit diesen Theosophen zusammen ein solches Stück einübt. Da wird ein Theater, was im Sommer geschlossen ist, gemietet, und es wird so mit Tüchern und Dekoration innen verwandelt, und da werden Bilder und Siegel aufgehängt, und da wird geübt, und er schreibt eigentlich den theosophischen Interessierten, die da mitspielen, Nacht sozusagen die Rolle auf den Leib, und am nächsten Morgen kriegen sie es als Schriftstück, und dann wird die nächste Szene geprobt. Und so entsteht innerhalb von 2, 3 Wochen so ein Stück, und das wird dann aufgeführt, 1, 2 Mal, und da kommen dann ganz viele Theosophen aus dem ganzen Deutschland. Das Theater ist knackevoll, und er hält noch Vorträge dazu, und so ist das so eine Sommerfestspiel-Event-Situation. Und das finden die ganz toll. Und da wollen die mehr von, und so schreibt er im nächsten Jahr ein eigenes Stück, und das wiederholt sich dann 3-mal, sodass dann zum Schluss 4 solche Mysteriendramen aufgeführt werden, immer in dieser Konstellation. Und wirklich weitergehen tut das eigentlich nicht. Seine Inhalte gehen unheimlich weiter, er macht eine sehr tiefe Wendung, er arbeitet das Christentum auf und bringt das in dem Kontext der Anthroposophie oder der damals noch Theosophie, tiefe Weisheiten, die da sehr ordentlich aufgefächert dargestellt werden. Aber diese theosophischen Mitglieder nehmen das alles wahnsinnig gerne auf und sind sozusagen Anhänger, aber es passiert eigentlich nichts. Dann kommt eine Theosophin zu ihm und sagt, ja, meine Tochter, die will also unbedingt Ballett machen, so einen Tanz und so, und die ist jetzt 17. Aber eigentlich könnte man doch was anderes, die würde auch gerne irgendwie einen anderen Tanz und so. Haben Sie nicht eine Idee? Und das klingelt irgendwie bei ihm, und dann fängt er mit diesem Mädchen an, die ersten Übstunden zu machen, und dann kommen andere dazu und so weiter, und so entwickelt er dann die ersten Elemente der Eurythmie. Wieder eine Kunstform, die da den ersten Anfang in die Welt hineinnimmt. Und
zu diesem Theater kommt nun etwas hinzu, dass es da in München doch ein paar Leute gibt, die an Therapie interessiert sind und die wollen mit ihm zusammen, und das machen sie dann auch, eine Farblichttherapie entwickeln. Und dann kommen ein paar Architekten, die wollen eigentlich jetzt einen Bau machen. Und das findet er wahnsinnig interessant und unterstützt das sehr. Die sagen, ja, wir müssen doch sowas eigentlich in einem dafür extra geschaffenen Gebäude machen, diese Mysterienspiele. Das kann doch nicht nur so im Sommer hier immer nur so auf Festspiel. Das muss doch irgendwie die Anthroposophie, also die Theosophie braucht doch ein festes Zentrum, eine eigene Heimat. Und das findet er eigentlich ganz toll. Und die machen also riesige Pläne und Eingaben. Und das ist sozusagen über mehrere große Grundstücke mitten in München wird da eigentlich ein Kulttheater, Therapiezentrum mit einem Saal von fast 1000 Leuten geplant, einem großen Kuppel und so. Aber die Stadt München will das nicht, genehmigt das nicht. Und dann kommt ein Mitglied 1913 zu ihm, gehört zu dem Zweig in Basel und ist Zahnarzt, Großheinz. Und dieser Dr. Großheinz sagt einfach so ganz lapidar, ja, wenn das hier nicht klappt, Herr Dr. Steiner, Sie können auch gerne das Grundstück von mir haben. Ich habe da bei Basel noch so ein Obststück, da bei Dornach. Und das elektrisiert den Steiner. Er verabredet sich sofort, legt alles um und ist wenige Tage später auf diesem Grundstück, guckt sich das alles an und so. Und 3 Wochen später wird der Bau eingegeben und ich glaube, 6 Wochen später beginnt man zu bauen. 1913. Es kommt zu einer feierlichen Grundsteinlegung. Er entwirft ein Konzept, das machen jetzt nicht mehr die Architekten, sondern er macht den Entwurf. Die Architekten machen dann das danach. Einen wunderschönen Holz-Doppelkuppelbau. Und er versteht, dass er eigentlich das mit dieser Gemeinschaft zusammenzubauen hat. Und das ist sehr interessant, dass die Anthroposophen heute zurückgucken auf dieses erste Goetheanum, was zunächst noch Johannisbau hieß. Und das irgendwie wahnsinnig feiern. Es war auch ein wahnsinnig tolles Gebäude. Aber sie haben eigentlich gar nicht kapiert, was es wirklich ist. Es ist nämlich der Kunstbau, der Tempelbau einer Gemeinschaft. Dieser theosophischen Gemeinschaft. Und da gibt es eine schweizer-deutsche Zeitschrift, Archithese. Und die hat vor ein paar Jahren eine Sondernummer gemacht, 2012. Und die hat das eigentlich erst richtig entdeckt. Und die hat gesagt, ja, der Bau der Gemeinschaft. Das ist dieses Goetheanum, da haben Sie ein wunderschönes Bild, dieses Doppelkuppelgebäude mit dem Gerüst davor, wo die ganze Gemeinschaft, diese ganze theosophische Gemeinschaft jetzt an der Bautätigkeit integriert ist. Und das ist in Bezug auf die Entwicklung der Anthroposophie und in Bezug auf die Biografie Rudolf Steiners das Allerentscheidendste, dass diese Bewegung jetzt sozusagen wirklich auf die Erde kommt. Und es vergeht leider kein Jahr, schon nach einem Dreivierteljahr bricht der Erste Weltkrieg aus. Und Rudolf Steiner ist einer der wenigen Intellektuellen, die das von vornherein mit unglaublicher Klarheit als etwas ganz, ganz Verwerfliches charakterisiert. Man muss ja sich vorstellen, dass so tolle Künstler wie der Franz Marc da mit Freude in den Krieg gezogen sind. Ganz merkwürdig. Die ganzen Intellektuellen, viele Intellektuellen waren völlig parallelisiert. Also das war ganz furchtbar, dass eigentlich ganz wenige durchschaut haben, was das bedeutet, dieser Krieg. Und Steiner war einer der wenigen, die von Anfang an sehr deutlich gesagt haben, das ist eine totale Fehlentwicklung und das kommt überhaupt nur, diese Kriegskatastrophe kommt nur, weil die eigentlich die Verantwortung haben, die Regierenden, wie schlafen. Und es dauert fast 100 Jahre, dass dieses berühmte Buch jetzt vor wenigen Jahren erschienen ist von dem englischen Schriftsteller, Historiker Clarke, der dann diesen Titel ja nimmt, die Schlafwandler, und beschreibt eigentlich die Verantwortlichen 1913, 1914 als eben sowohl in Moskau, als auch in Berlin, als auch in Paris, als auch in London, als völlig realitätsfremde, abgedrehte
Verrücktlinge eigentlich, muss man sagen, die diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts verursachen. Und jetzt muss man sich das ganz schön bildhaft vorstellen, wie das da war, in diesem Hügel da hinter Basel. Da ist eine Gemeinschaft, eine internationale Gemeinschaft tätig, einen wunderschönen Holzdoppelkuppelbau zu errichten. Und nachts sieht man auf den Vogesenkämmen das Feuer der deutsch-französischen Demarkationslinie, des Maginot, der Maginot-Linie. Nicht wenige von den jungen Männern, die dort tätig waren, haben dort ihren Einberufungsbefehl gekriegt, ob es Franzosen, ob es Russen, ob es Deutsche waren. Eine unglaublich merkwürdige Situation. Der Kultbau der Gemeinschaft und der Krieg. Also man muss das sich ungefähr so vorstellen, da war dann in Zürich der Lenin. Und da gab es eine ganze russische, ja, wie soll man sagen, Exil-intellektuellen Gesellschaft in der Schweiz. Und da gab es dann auch Russen, die eben sehr an allem Kulturellen interessiert waren. Und nun war es ja noch nicht so eine moderne Zeit wie heute. Man hat es mit dem Fortbewegen nicht so leicht. Und es war ein sportlicher Russe und der war dann eben in Mailand. Und dann fuhr er mit dem Fahrrad wieder nach Zürich und dann fuhr er 2, 3 Tage zu dem Lenin und dann fuhr er wieder nach Dornach mit dem Fahrrad und machte wieder ein bisschen an dem Goetheanum mit weiter. Solche Verhältnisse waren das. Und mit dem Krieg werden das jetzt immer weniger Menschen, die da mitarbeiten können. Das Geld der Gemeinschaft geht aus. Es wird immer knapper. Und Rudolf Steiner engagiert sich immer mehr, sozusagen kann sich überhaupt in diesen Vorträgen und so weiter kaum noch richtig bewegen. Es ist äußerst schwierig, in Deutschland unterwegs zu sein. Er ist ja nicht Deutscher, er ist Österreicher und er lebt in der Schweiz. Und schon die Überfahrt bei Basel über die schweizerdeutsche Grenze ist ein Riesenakt und so weiter. Und er engagiert sich zunehmend mehr, indem er deutlich macht, dieser Krieg ist furchtbar und der Ausbruch ist völlig daneben. Es gibt eigentlich gar keinen richtigen Kriegsgrund. Und er kommt dann 1916 auf der Mitte, Anfang 17 dazu, dass er durch einen sehr einflussreichen Freund, auch mittlerweile ein Anthroposoph, der Österreicher ist, Zugang gewinnt zu einem Minister des österreichischen Kabinettes, um dort vorzuschlagen und dann eben auch einem deutschen Staatssekretär aus Berlin, den er aufsucht, man möge ihn doch ermächtigen, das Deutsche Reich möge doch ihn ermächtigen, in der neutralen Schweiz in Zürich eine Außenstelle, eine Pressestelle des Deutschen Reiches zu betreiben, um von dort aus Friedensverhandlungen in Gang zu setzen. Die oberste Heeresleitung, Deutschland wird ja nicht mehr regiert von irgendeinem Kaiser oder schon gar nicht von irgendeinem Kanzler wirklich, sondern die Macht haben eigentlich die Generäle, die Generalfeldmarschälle unter sich, die diesen Krieg machen. Und die lehnen das natürlich ab. Das sind so Sachen, die man nicht so schnell sieht und nicht so schnell hört in der Biografie Steiners, wo ich jetzt auch ein gewisses Schwergewicht drauf lege. Das geht dann so weiter, dass er sich weiter engagiert im Zusammenhang mit diesem Krieg, den Theosophen auch zum Beispiel nicht mehr unbedingt nur Vorträge hält über die geistige Welt, sondern auch ganz konkrete Vorträge über das Verbinden von Wunden. Und Meditationstexte gibt für die im Feld umkommenden jungen Männer und so. Also er geht da unglaublich mit. Er hat vorher 1913 sich endgültig von der Theosophischen Gesellschaft verabschiedet, hat die anthroposophische Bewegung begründet, weil er mit den Dogmen der Theosophie nicht mehr einverstanden ist. Und ich glaube, zu paar 90% wechseln die Mitglieder zu ihm. Und er will aber gar nicht selber der führende Kopf sein, sondern lässt diese Gesellschaft, bittet eben Mitglieder darum, da einen eigenen Vorstand zu bilden und so. Er ist da nicht sozusagen in Verantwortung. Und jetzt fängt er an, nochmal eine neue Grundlagenschrift über das innere Leben, eigentlich das Seelenleben des Menschen zu verfassen. Eine sehr wenig gelesene Schrift.
Und im 8. Anhangskapitel dieser Schrift vom Seelenrätsel 1916 deutet er das erste Mal an, das seelische Leben hat eigentlich 3 verschiedene Qualitäten. Und jetzt geht es wie eine Explosion, dass er plötzlich diese Dreigliederung entwickelt und diese Dreigliederung in Bezug auf alles Mögliche anwendet und so eben auch auf die gesellschaftliche Entwicklung. Das ist ganz erstaunlich. Wir werden uns ja nächste Woche auch beschäftigen mit dieser funktionellen Dreigliederung. Eine ganz ganz entscheidende, ganz wichtige Grundlage der ganzen Anthroposophie. Die ist eigentlich das Letzte, das ganz viel kompliziertere, viel größere Weisheiten, ne, die Lambo-Schüler, wenn wir denken, was da alles schon in der Geheimwissenschaft dargestellt ist. Die Dreigliederung ist es nicht. Die kommt erst 1916, 17 dazu. Und er sagt den Leuten, wir müssen uns Gedanken machen, welche Gesellschaftsordnung nach dieser Kriegskatastrophe eigentlich richtig ist, was man da braucht, weil das wird jetzt endlich mit diesem Kaiserreich vorbei sein. Und möchte ich noch eine Sache erzählen, die man eigentlich immer gar nicht so kennt, die man auch sehr wenig liest. Wenn es um Rudolf Steiner geht, gibt es eine Frau, auch wieder eine Adlige, Eliza von Moltke, die ist schon 1904 oder 1905 in Berlin Mitglied und ihr Mann ist Generalfeldmarschall dann im Ersten Weltkrieg, Helmut von Moltke, der Jüngere, und der ist sozusagen verantwortlich für die ersten Schlachten in Frankreich und tritt dann zurück. Oder wird zurückgepfiffen vom Kaiser. Es ist ein bisschen unklar, wie das eigentlich genau geht. Jedenfalls hat er Kontakt zu Rudolf Steiner und Rudolf Steiner reist dann inkognito hier nach Bad Homburg und trifft kurz nach der Entmachtung dieses obersten Heeresleiters 1914 am Anfang des Ersten Weltkrieges diesen Generalfeldmarschall. Und was sie besprechen, ist bis heute, weiß man nicht. Er ist wohl eine Stunde da mit dem zusammen. Und dann trifft er ihn nochmal ein Dreivierteljahr später in Berlin. Rudolf Steiner hält es aufrecht, in Berlin immer weiterhin jeden Winter durch, jede Woche einmal einen öffentlichen Vortrag zu halten. Und dabei trifft er nochmal diesen Helmut von Moltke und ein Jahr später stirbt dieser Helmut von Moltke, relativ überraschend, relativ jung, vielleicht gerade 60 oder so. Und jetzt 17, 18 gegen Ende des Krieges erwirkt Rudolf Steiner von dieser ehemaligen oder von diesem Mitglied der Gesellschaft, von dieser Frau, das Recht, die Memoiren des Helmut von Moltke drucken zu dürfen. Und damit greift er direkt in die Geschichtsschreibung ein. Er möchte nämlich, dass ein Dokument, was für ihn, was seiner Meinung nach sehr, sehr wichtig ist, dass das nicht unbekannt bleibt. Diese Memoiren dieses Helmut von Moltkes. Und das interessiert ihn eigentlich dabei nur eine einzige Sache, nämlich der Ausbruch des Krieges Ende Juli, Anfang August 1914. Und er macht eine kleine Schrift zu diesem Ausbruch des Weltkriegs und eben ist eigentlich nur ein kleines Vorwort und im Wesentlichen sind das diese Memoiren, Auszüge aus diesen Memoiren. Und man versteht eigentlich nicht, warum ihm das jetzt auf einmal so wichtig ist. So ein typischer Seitenast der Anthroposophie, mit dem die Anthroposophen heute auch, da wissen da gar nichts drüber. Und dann ist das so, dass das fertig ist, dieses Buch. Hat er fertig konzipiert und das ist in Stuttgart dann in der Druckerei am Ende des Zweiten Weltkriegs 1918, 19 fertig. Das war eine schwierige Sache, eine größere Auflage, ein Buch da in dieser Zeit, wo alles knapp war und so. Der Krieg ist gerade zu Ende und das Buch heißt Die Schuld am Krieg. Die Memoiren des Helmut von Moltke, herausgegeben von Rudolf Steiner. Und die Anthroposophen, seine Fans sozusagen, oh, rennen da hin und guck mal, das Neueste vom Doktor und so. Und klauen förmlich also Exemplare aus der Druckerei und reichen die so rum. Und auf diesem Wege kommt dieses Buch zu einem sehr konservativen Nicht-Anthroposophen, der entfernt verwandt ist mit den von Moltkes. Und der interveniert bei dem obersten Familienmitglied dieser
Familie. Und der setzt wiederum diese Witwe unter Druck und die untersagt die Zustimmung im Nachhinein an Rudolf Steiner und das Buch muss eingestampft werden. Es sind wenige Exemplare erhalten geblieben. Wir wissen, was da genau drin steht. Aber das, was Rudolf Steiner eigentlich wollte, ist unmöglich. Das Buch kann nicht verkauft werden, weil die Witwe von Moltke, die zieht sozusagen die Genehmigung zurück. Und jetzt kommt 19 die berühmte Verhandlung von Versailles. Und jetzt wird langsam deutlich, was Steiner vor Augen hat. Er sieht diese Frage der Alleinschuld Deutschlands an dem Krieg als ungerechtfertigt und nicht um Deutschland groß zu machen, sondern weil er schon sieht, was daraus erwachsen wird. Und erwachsen tut ja da, und das müssten eigentlich alle wissen, die ein bisschen in der Geschichte aufgepasst haben, erwachsen tut ja daraus dieser Friedensvertrag von Versailles, der ja für Deutschland wirklich eine ziemlich harte Sache war. Und der Kampf gegen diesen Friedensvertrag innerhalb von Deutschland, das ist ja der Beginn der braunen nationalsozialistischen Bewegung. Das sieht Steiner und dagegen kämpft er an. Das ist interessant, das muss man erstmal entdecken. Also jemand, der wirklich die Tagespolitik mit einem Weitblick überschaut und direkt auch eingreift. Berührt mich unglaublich und mich berührt es auch sehr, dass die Anthroposophen das gar nicht richtig zur Kenntnis nehmen, welche Seiten der Steiner eigentlich noch hatte. Und 1914 mit dem Beginn des Krieges hört er alle esoterische Unterweisung auf. Er sagt, wenn so ein Krieg, wenn so etwas stattfindet, kann man keine spirituellen Unterweisungen mehr pflegen. Und mühsam nach dem Krieg beginnt nun langsam wieder die Tätigkeit an diesem Dornacher Bau Fahrt zu gewinnen und in gewisser Weise ist es dann 2021 halbwegs fertig. Und jetzt kommt auf einmal Interesse an der Anthroposophie von den Jungen. Diese junge Ärztin, Ita Wegmann, hat eine kleine Praxis in Zürich und ist da erfolgreich und fragt ihn nun, ob er sie unterstützen würde, wenn sie nach Dornach-Arlesheim käme, um ihre Praxis dort zu machen. Und er jubelt sozusagen förmlich. Er zeichnet ihr, er entwirft ihr einen kleinen Prospekt, er sorgt für das Grundstück, er macht ihr einen Entwurf für ihre Gebäude, er sorgt dafür, dass binnen kurzem diese kleine Klinik da losgehen kann. Und diese Tätigkeit von dieser Ärztin, da kommen viele junge, neue Ärztinnen und Ärzte mit dazu. Und Rudolf Steiner steht für die immer zur Verfügung. 533 dokumentierte Krankenbesuche am Bett mit der Ärztin. Das ist der Fundus der anthroposophischen Medizin. Herstellen tut diese Medikamente ein junger Chemiker, der dahin gekommen ist, um die Pflanzenfarben des ersten Goetheanums zu entwickeln. Rudolf Steiner ist es ein Anliegen, dass diese Kuppeln von innen bemalt sind und dass dazu spezielle Farben entwickelt werden. Und das geschieht, wir würden heute sagen, in einer Garage. Und in genau dieser Garage werden dann 3-4 Jahre lang diese unendlichen Anweisungen und genauen Angaben zur Herstellung von verschiedenen Medikamenten durchgeführt und die sofort dann an den Patienten sozusagen ausprobiert. Und das ist eigentlich die Grundlage der ganzen heute weltweit doch aktiven anthroposophischen Medizin. Oskar Schmiedl. Ich muss so ein paar Leute nennen, die immer hinten runterfallen. Eine ganz große Figur, ein ganz junger Mann, ein ganz junger Kerl, der einfach zur Verfügung steht. Und dieses Dreieck Ita Wegmann, Oskar Schmiedl, Rudolf Steiner als die Geburt der anthroposophischen Medizin. Und aus der Garage wird dann eine kleine Firma und so weiter. Das ist heute ein weltweit operierender Konzern, die Veleda, die immer noch zum großen Teil der anthroposophischen Gesellschaft gehört. Ein Konzern, muss man schon sagen, wirklich ein Mordsding, die aber doch eine Struktur haben, die nicht privatwirtschaftlich ist. Jetzt kommt diese gesellschaftliche Situation, Ende des Krieges, Niederlage, völliges Chaos, niemand weiß, wie eigentlich das weitergehen soll.
die Idee einer Räterepublik, die Idee einer sozialdemokratischen Republik, schlussendlich ja der Ebert, der dann Reichskanzler wird, der Handwerksmeister, der sich dann verbündet mit diesem Freikorps und eigentlich seine eigenen Leute erschießen lässt und so. Es ist ja alles furchtbar, wenn man da 1919 so guckt. Furchtbar. Und Rudolf Steiner sagt direkt kurz nach dem Krieg, Ende 18, im November, Dezember, den Mitgliedern in der Schweiz: Ja, liebe Freunde, es gibt Situationen, wo man nicht mehr zugucken kann. Da muss man was tun in der Welt, in der Gesellschaft. Und das kann gut sein, dass wir hier in den nächsten Wochen das alles abbrechen müssen, was wir hier so pflegen, und uns direkt selber in den Kampf um eine Zukunft der Gesellschaft begeben müssen. Die Geburt der Bewegung für die soziale Dreigliederung in Stuttgart vor allem, weil da kamen die meisten her, die Idee einer Gesellschaftsstruktur jenseits von Sozialismus, Kommunismus und Kapitalismus. Ein Konzept, was kaum verstanden wurde. Ein Konzept, um das Rudolf Steiner 4 Monate kämpft wie ein Berserker. Er spricht vor Tausenden von Arbeitern, er spricht in den Mercedes-Benz, in den Robert-Bosch-Werken, er spricht mit den Vorständen der Firmen, er spricht mit den Regierungsräten. Überall versucht er, ihnen deutlich zu machen, es gibt eine Gesellschaftsstruktur, die uns vielleicht in ein neues Fahrwasser bringt, wo so eine Kriegskatastrophe sich nicht wiederholt. Und es fällt eigentlich zunächst ein bisschen, aber immer weniger auf fruchtbaren Boden. Es wird gelesen. Er tut da zu Anfang, da hatte ich eben angefangen, in der Schweiz den Mitgliedern eben sagen, es wird nötig sein, es kann sein, dass wir da jetzt alles umschwenken müssen. Und es ist so typisch für ihn auch wieder dieses Umgehen mit der Zeit. Zürich, Winterthur, Bern, Basel, 4 Städte, in denen er diese Idee das erste Mal präsentiert. Und jetzt, obwohl er in Dornach natürlich eine Wohnung hat und so, zieht er sich in Zürich in einem Hotel zurück und schreibt innerhalb von 10 Tagen das Buch, was dann das meistverlegteste, erfolgreichste wird, die Kernpunkte der sozialen Frage. Ein Buch, was dann sogar der Reichskanzler liest. Ein Buch, was wirklich gesellschaftlich irgendwie wahrgenommen wird und doch nicht dazu führt, dass diese Dreigliederung irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt. Und genau heute, in diesen Tagen, vor 100 Jahren, dann ein Jahr später, eben 19, nein, Entschuldigung, das ist noch ein bisschen später, am Ende dieser Phase 20 dann, 100, also vor 99 Jahren, bläst er das dann ab. Und dann sagt er den intensivsten Mitkämpfern, das war so eine Gruppe von 30, 40 jungen Leuten, die da sich als Bund für Dreigliederung des sozialen Organismus engagierten und überall aktiv waren, sagt er, es hat doch alles keinen Sinn, keiner will das verstehen. Sie wollen jetzt hier wieder nach Pforzheim fahren und meine Zitate da vorbringen und die Leute verstehen das nicht und sie verstehen es doch eigentlich auch nicht. Es hat doch keinen Sinn. Und wir haben noch ein bisschen Geld in der Kasse von unserem Bund für Dreigliederung. Was wollen wir denn mit dem Geld machen? Ich schlage vor, wir fangen an einer anderen Stelle an. Wir nehmen dieses Geld und schauen mal, ob wir nicht irgendwo eine Schule begründen können. Wir müssen auf die nächste Generation setzen. Und nun gibt es einen Mann, der in dieser Bewegung für Dreigliederung eine zentrale Rolle gespielt hat und der schon viele Jahre vorher auch Anthroposoph war und sich da in der Anthroposophischen Gesellschaft ein bisschen engagiert hatte und der den Rudolf Steiner sehr geschätzt hat und der viel diese Vorträge gehört hat und für den das viel bedeutete, Emil Molt. Eine kleine Biografie liegt da hinten auch auf dem Tisch. Und Emil Molt ist Inhaber der Waldorf Astoria Zigarettenfabrik in Stuttgart und das ist eine sehr gut gehende Fabrik und er kommt während des Krieges, muss er natürlich den Tabak kaufen und so. Und da kommt er nach Zürich und handelt da. Und auf dem Rückweg denkt er, ach, ich fahre doch noch mal in dem Goetheanum vorbei. Und kommt 1917 während des Krieges an diesen unfertigen Bau. Und nebendran in der Schreinerei, in dem Raum, in dem Rudolf Steiner die meisten Vorträge seines ganzen Lebens hält, ich glaube über 2000 Vorträge in einer Schreinerei, ist auch typisch Rudolf Steiner, der Mann, der eigentlich da hauptsächlich spricht, wo Werkstatt ist. Es gibt wunderschöne Fotos von dieser Werkstattatmosphäre.
Und kommt der Emil Molt so hinten rein während eines Vortrags und sagt der Rudolf Steiner gerade, ja, es wird alles darauf ankommen, auf eine zukünftige Generation, auf den Umgang mit den Kindern. Das nimmt er so mit. Und jetzt 2 Jahre später, 19, geht er so durch seine Firma, Umbruch, endlich ist der Krieg vorbei und da ist ein junger, toller Meister, den er als Mitarbeiter sehr schätzt und den fragt er so, ja, was fehlt Ihnen denn, geht's gut und so, und dann klagt er, dass er sein Kind nicht auf eine vernünftige Schule geben kann und da macht es bei dem Emil Molt pling. Und dann sagt er, ja, denkt er sich so, ich werde auf den Rudolf Steiner zugehen und werde ihn fragen, ob wir nicht doch in Bezug auf diese Schule jetzt was machen können. Und es passiert im April, eine erste kleine Voranfrage im Januar, genau vor 100 Jahren, und dann im April nochmal, und dann geht Rudolf Steiner selber im Juni 19 nach Stuttgart in das Ministerium und bespricht es mit dem Verwaltungsbeamten und klärt, dass eine solche freie Schule als öffentliche Schule zugelassen werden kann, von der 1. bis zur 13. Klasse, eine einheitliche Volks- und höhere Schule. Das ist typisch auch für diesen Mann, den man so für abgeschwebt und spirituell und irgendwie in irgendwelchen geistigen Welten beheimatet so diskutiert. Der ist durchaus in der Lage, genau zu wissen, dass es jetzt auf ihn und auf keinen anderen ankommt. Nur er konnte das an dieser Stelle durchsetzen, dass sowas möglich wurde, dass es einen Rechtsstatus plötzlich für eine freie Schule gab. Das gab es vorher überhaupt nicht. Es war ein absolutes Novum. Und so beginnt dann 1919 im September diese freie Waldorfschule in Stuttgart. Waldorf eben wegen Waldorf Astoria Zigarettenfabrik. Und er muss sich dann auch noch mal gegen den von ihm so geschätzten Emil Molt durchsetzen, muss sagen, Herr Molt, es ist ganz toll, dass Sie das machen und wir machen das zusammen und Sie sind der Geschäftsführer und so weiter. Aber diese Schule ist für alle offen. Die ist ganz richtig, dass es Arbeiterschule ihrer Fabrik ist, aber es dürfen auch andere hinkommen. Und das versteht der Emil Molt und so wird es eben eine wirklich öffentliche Schule. Und die ersten 12 Lehrer, die sammelt er selber zusammen unter seinen Mitstreitern, jungen Anthroposophen. Und im September 19 werden dann 14 Vorträge und Seminarbesprechungen, 3 Wochen, im Grunde 2 Wochen, werden die sozusagen auf diese Aufgabe eingeeicht. Unglaubliche Vorträge, die muss man irgendwann mal in seinem Leben kennengelernt haben. Die allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Waldorfpädagogik. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Und dann geht das los. 4 Klassen, glaube ich, zuerst. Und jetzt betreut er 4 Jahre diese Schule intensiv, ist fast jede Woche dort, geht in den Unterricht rein, gibt ganz persönliche Empfehlungen den Lehrern, macht sehr deutlich, wo was zu unterrichten ist, auf was es ankommt, bis eben kurz vor seinem Tod. Und diese Anweisungen sind hochinteressant. Da gibt es dann Lehrer, die nach kurzem, obwohl er sie da selber hingeholt hat, wieder rausfliegen. Und andere, bei denen geht es total chaotisch zu. Und da denkt man, also warum schmeißt er die denn nicht raus? Und dann sagt er nur, ja, das ist gar nicht schlimm. Schließen Sie einfach hinter sich die Klasse zu, dass der Lärm nicht rausflutet in das Schulhaus. Denkt man sich, also, irgendwas war da dran. Nicht? Also ganz lebenspraktisch, unglaublich lebenspraktische Hinweise, wie eigentlich Pädagogik zu gehen hat. Zukunftsoffen. Und lauter Dinge, wo man heute noch drüber staunt, dass die Jungs Handarbeit machen sollen. Das war natürlich erstmal eine Wahnsinnsherausforderung. Ne? Überhaupt keine Geschlechterrollen mehr. Die Mädchen genauso in Sport und so weiter. Die Waldorfpädagogik ist die erste Pädagogik, die einen medizinischen Gesichtspunkt hat. Die Grundlage der Waldorfpädagogik zielt darauf hin, eine gesunde Erziehung, den Menschen in eine Situation zu bringen, dass er 30, 40 Jahre nach seiner Schulzeit eine gesunde Grundlage hat. Das wird heute, ich habe gerade vor ein paar Wochen ein bisschen was gelesen von einem ganz normalen, der kennt gar nicht die Waldorfpädagogik, also ein Wissenschaftler, Pädagogikwissenschaftler, der sagt, ja, das wird jetzt, also müssen wir jetzt doch in Zukunft immer mehr auch mal schauen, wie können wir eigentlich messen, wie Pädagogik auch in Bezug auf Gesundheit relevant ist. Also es hat fast 100 Jahre gebraucht, um so einen Gesichtspunkt im Allgemeinen eigentlich zu haben.
Pädagogik, die ja, die Gesundheit mit im Auge hat. Ich kann das jetzt weiter nicht ausführen. Das ist sozusagen der Bogen zur Waldorfpädagogik. Und jetzt beginnen diese ganz wahnsinnig intensiven letzten Jahre, 22, 23, 24. Und diese Anthroposophen, die vorher Theosophen waren, machen eigentlich immer mehr Probleme, kämpfen sich vor allem gegenseitig an und sind immer noch nicht wirklich an der Stelle, dass sie die Dinge vorantreiben. Im Kontext des Landwirtschaftskurses dann 1924 sagt er mal den jungen Leuten, ja, es ist eben doch so, dass diejenigen, die so ab der Jahrhundertwende geboren sind, die also damals dann eben Anfang 20 waren, dass die wohl das sind, die es voranbringen können. Da spürt man diese ganze Frustration über die älteren Theosophen, die irgendwie einfach die Kurve nicht kriegen. Und neben der Betreuung der Medizin, neben diesem Entwurf der Pädagogik eine unglaubliche Fülle an allgemeinen Darstellungen, die viele öffentliche Darstellungen dann in vielen Städten auch und eben die Frustration über die Entwicklung der Gesellschaft. Und dann kommt es eben, ist dieses Goetheanum fast nun ganz fertig, es werden die ersten Veranstaltungen darin gemacht. Er ist auch gar nicht zufrieden mit der Eröffnung. Das haben die dann einfach irgendwann gesetzt, diese anthroposophischen Mitglieder. Ja, eine Riesenveröffentlichung und eine Eröffnungsveranstaltung, die ihm eigentlich gar nicht gefällt. Und so, also man spürt, das ist auch wackelig. Und dann kommt es zu dem Brand dieses Holzbaus. Und es ist ein unglaublicher Schlag für ihn, für die ganze Bewegung. Dieses Gebäude, wo so viel Opfer und so viel Power reingegangen ist, dieses wunderschöne Doppelkuppelgebäude aus Holz, verbrennt total. Und es ist auch typisch, ich will da auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, die Brandnacht kurz nach einem Vortrag, es ist abends um 11, Silvesternacht, 22 auf 23, der Alarm, das Goetheanum brennt. Und was macht Rudolf Steiner? Er nimmt sich einen jungen Mann und sagt, wir beide gehen jetzt runter in das Heizhaus, ein ganz modernes Gebäude, das war nämlich von außen Fernwärme, das war eines der ersten, überhaupt weltweit, ersten Gebäude, die eine Fernwärme hatten, und geht mit diesem Zeuge in das Heizhaus und liest Vorlauf und Rücklauf ab, Heizungstemperatur, damit später niemand sagen kann, die Heizung, diese moderne neue Heizung hätte das Gebäude entzündet. Also jemand, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Alle rasten, waren verrückt und versuchten das irgendwie zu löschen, was völlig unmöglich war. Es war eine sehr professionelle Brandstiftung zum Zwischenteil zwischen den Kuppeln. Und der angeblich so spiritistische, über den Wolken schwebende Philosoph oder Anthroposoph geht da zielstrebig und liest die Temperatur ab. Und genauso zielstrebig geht er wenige Tage später nach Basel zu der Versicherung und verhandelt wieder selber über die Versicherungssumme. Und dann kommen die Zeitungen und fragen, was wird denn nun und so. Und dann sagt er, ja, wir werden wieder bauen. Aber wir werden bauen mit einem Material und in einer Form für die Freunde und Feinde der Anthroposophie. Und das bitte ich ernst zu nehmen, insofern, als man eben, wenn man heute dieses zweite Goetheanum sieht, von dem er ja nur noch das Modell entwerfen kann, dass es doch ein Gebäude ist, was einen ganz besonderen Charakter hat, dadurch, dass es eben für die Freunde und Feinde der Anthroposophie gebaut ist. Und nichts ist, was man irgendwie nachbauen sollte, um daraus Waldorfschulen zu bauen. Das ist ein großes Missverständnis in meinen Augen der anthroposophischen Architekten. Ja, wir müssen jetzt zum Ende kommen und wir gucken noch einmal kurz auf diese Situation der Landwirtschaft. Das habe ich ja schon beschrieben, diese theosophischen Mitglieder, die nun auf dem Land Gutsherren sind und die merken, da geht irgendwie was kaputt und die ihn da beknien, und dieser Kaiserling, den beschreibt er dann selber als einen eisernen Grafen, mehrere riesige Großgrundbesitze zu verwalten hat, ein Schloss da in Kobawitz sozusagen gepachtet hat. Und der möchte, dass dieser Kurs zustande kommt, dass dieser Rudolf Steiner was zu Landwirtschaft sagt. Und dann kommt das aber immer, es klappt irgendwie nicht.
Und der Rudolf Steiner ist so wahnsinnig überlastet und dann hat er so einen Neffen, dieser Kaiserling, der ist so 19, 20, so ein Halbrusse, der weiß irgendwie nicht so, wo es so weitergeht. So jemand, der so, wo man nicht so ganz, der nicht so ganz auf der Erde ist, der noch so sucht. Und dann sagt er, geh nach Dornach, geh zu der Tagung und melde dich bei dem Steiner, dass du von mir kommst und dass du den Termin brauchst für diese Tagung, diese landwirtschaftliche Tagung. Und du gehst da nicht weg, bis du einen Termin hast. Dieser eiserne Grafen mit dieser Taktik ist es, der uns eben diesen Landwirtschaftskurs eigentlich ermöglicht hat. Und Steiner sagt es auch im Nachhinein, wenn der das nicht so brutal da gefordert hätte, wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen. Und so kommt es dann eben 24 zu diesem Kurs auf diesem Schloss, parallel zu einer Riesenveranstaltung in Breslau. Er fährt jeden Tag hin und her, Eurythmie-Aufführungen, öffentliche Vorträge vor 1000 Leuten im größten Konzertsaal da in Breslau. Und diese vormittags eben in der Mittagszeit, diese 8 Vorträge mit den Fragenbeantwortungen in diesem Schloss zu der Zukunft der Landwirtschaft. Und nun gibt es ein paar 4 junge Männer, die meisten von euch sind älter als die waren so gerade so 20, 22 und die hatten sich vorgenommen, in ihrem Leben etwas für die sogenannten Behinderten zu tun. Die ist natürlich nach so einem Krieg und so gab es da einige Kinder. Und die kommen zu dem Rudolf Steiner und der lässt alles liegen, die ganzen Theosophen, alle seine Verpflichtungen, scheißegal, diese 3 jungen Kerle, die da so irgendwo herkommen und was machen wollen für diese behinderten Kinder. Das findet er total cool, fährt nach dem Landwirtschaftskurs direkt dahin, nach Jena, schaut sich das Gebäude an, was sie da kaufen wollen oder mieten wollen, hilft ihnen, unterstützt ihnen und sagt, kommt nach Dornach, ich mache euch eine Grundlage, ich helfe euch, ich bilde euch aus, dass ihr diese Aufgabe übernehmen könnt. Und das kommt auch wirklich noch im August 24 dazu. Ich glaube 13 Vorträge, der sogenannte heilpädagogische Kurs. Er sagt denen ja, ihr müsst die Waldorfpädagogik zur Grundlage machen, aber das, was ihr eben für diese Kinder braucht, das bearbeiten wir jetzt extra. Und ich kann eigentlich nur inhaltlich so viel sagen, schon allein der Begriff. Rudolf Steiner ist eben manchmal auch sehr genau, nicht behindert. Jeder Mensch ist ein voller Mensch. Es gibt nur Menschen, denen muss man besondere Pflege angedeihen lassen. Das sind seelenpflegebedürftige Menschen. Es gibt keine behinderten Menschen. Also schon das mag vielleicht zeigen, welche Größe und welcher Weitblick und welches Menschenbild dahinter steht. Und man kann sagen, diese anthroposophische Heilpädagogik ist eben mit der Landwirtschaft zusammen nach der berühmten Weihnachtstagung 23, 24 begründet worden. In einem ganz kurzen Akt, das sind nur wie Entwürfe, beides. Aber wir sind auch in gewisser Weise im anthroposophischen Sinne Geschwister, weil wir beide Bewegungen, die Biodynamik und die anthroposophische Heilpädagogik, einen ganz anderen, wie soll man sagen, einen ganz anderen Charakter haben, dadurch, dass sie eben nach der Weihnachtstagung entstanden sind. Und diese Geschwisterlichkeit, die ist ja dann entdeckt worden eigentlich von einem der wesentlichen Heilpädagogen der ersten Generation, ein junger jüdischer Wiener Arzt, Karl König, der dann vor die Nazis fliehen musste in den 30er Jahren und das miteinander verbunden hat in diesem ersten Campbell-Gemeinschaft in Nordengland und Irland. Und ist ja dann schon in den 50er Jahren eine weltweite Bewegung geworden, diese Idee einer Dorfgemeinschaft, Landwirtschaft und Heilpädagogik als Keimzelle von einem eigentlich gesundenden Leben für Mensch und Natur. Große Idee und eine tolle Sache, die man natürlich auch wandeln muss, der Zeit irgendwie anpassen muss. Und man kann heute sehr gut sagen, überall, wo eine Campbell-Einrichtung nicht zugelassen wird, da hat man es mit einem totalitaristischen Regime zu tun. Oder auch, wo Waldorfpädagogik nicht zugelassen wird. Klar, Waldorfpädagogik wird in vielen, vielen Ländern gar nicht finanziert, aber sie muss doch zugelassen werden. Und das passiert aber doch in bestimmten Ländern, dass sie verboten ist. Und da kann man eigentlich sagen, da ist diese Erziehung zur Freiheit nicht gewünscht. Ja, ich wollte mit einer letzten kleinen Dokument enden. Und das werde ich jetzt vorlesen.
So hier. Da gibt es eine Frau in Dornach, die war einfach so die Dorfhebamme. Und die hat man in den 30er Jahren, die hatte nichts mit den Anthroposophen zu tun, das hat man zufällig diese Geschichte von ihr gehört und berichtet. Und die möchte ich euch sozusagen im Original vorlesen, wie diese Hebamme das von ihrem Vater erzählt. Ihr Vater, der Küchner und Landwirt, Zeltner von Oberdornach, der sich Müßiggängern gegenüber oft etwas drastisch verhielt, war einst auf seiner Wiese am Melchersgraben beim Mähen. Ja, wenn man die Gegend da kennt, sind sie relativ steil und Mähen heißt hier mit der Sense, da so mähen. Seine Tochter Hermine half ihm, das ist die das hier dann berichtet, half ihm beim Verzetteln der hohen Maden. Verzetteln, da haben wir heute das Wort Zetter her, das Verteilen. Verzetteln der hohen Maden. Als ein Spaziergänger in langsamen Schritt daherkam und zu Zeltner, der sich im Schweiß gebadet war, sagte: Das ist ein mühsames Schaffen. Gab dieser reichlich barsch zur Antwort: Was verstehen die Herren, die noch spazieren können? Der ältere Mann entgegnete darauf: Das habe ich auch schon gemacht. Ja, so seht ihr aus. Ja, so seht ihr aus, murrt Zeltner. Aber der Herr sagt ganz ruhig: In meiner Jugend habe ich für unsere Geißen oft den steilen Bahndamm abmähen müssen. Er ging auf Zeltner zu, nahm ihm die Sense aus der Hand und begann langsam, völlig korrekt zu mähen. Da rief Zeltner aus: Oi, hihi, der Mann, der kann's! Die beiden betrachteten dann das Gras zusammen und unterhielten sich darüber, welche Kräuter die beste Milch geben. Der fremde Herr erwies sich als ebenso guter Kenner aller Grasarten wie Zeltner. Er erkundigte sich dann, ob es überschüssige Milch zu kaufen gäbe. Und als dies bestätigt wurde, ließ er von da ab täglich die Milch bei der Familie Zeltner holen. Das war Rudolf Steiner. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, ich muss also darum um Entschuldigung bitten, dass ich natürlich vieles übersprungen habe. Und für mich ist das immer sehr qualvoll, was ich denn nun bringe und was nicht. Und was dann für ein Gesamtbild entsteht und so. Und das kann ich natürlich auch gar nicht abschätzen. Da müsste ich ja jetzt in euch reingucken. Aber wir können ja gerne noch ein paar Fragen besprechen oder zumindest auch sammeln und dann auch in den nächsten Stunden mit einfließen lassen. Was war die Überlegung, den landwirtschaftlichen Kurs jetzt mal benannt zu haben, aber nicht mal ein bisschen was dazu erzählt zu haben hast? Ja, warum habe ich jetzt hier nicht über den landwirtschaftlichen Kurs weiter ausgeführt? Weil ich das im Rahmen dieses Kurses eben schon getan habe im Unterricht und auch noch weiter tun werde. Das kann man natürlich hier schon tun. Es handelt sich ja um eine extreme Erweiterung. Das Prinzip der Erweiterung ist, glaube ich, durchgängig bei Rudolf Steiner, sowohl in der Pädagogik als auch in der Medizin, als auch in der Landwirtschaft. Und es geht eigentlich darum, den Blick, den wir heute haben auf so ein Gebiet, massiv zu erweitern, um dann fruchtbare Lösungen, bessere Lösungen für die Probleme zu entwickeln. Hat Rudolf Steiner jemals angeboten, esoterisches, spirituelles Wissen an die Arbeiterbewegung weiterzugeben? Ja, das war auch so. Ich wiederhole die Frage, ja. Ob Rudolf Steiner jemals angeboten hat, auch an die Arbeiterbewegung spirituelles Wissen weiterzugeben. Und das ist natürlich eine sehr gute Frage und die zeigt auch ein bisschen die
Unzulänglichkeit meiner Darstellung. Es ist schon so, es ist schon richtig dargestellt von mir, dass es eigentlich zwei verschiedene Ebenen waren in der Biografie und zwei verschiedene Welten. Und doch gab es eben Menschen, die aus der Arbeiterbildungsschule später Mitglied der Anthroposophischen Gesellschaft wurden, die ihm einfach irgendwie verfolgt, also die das irgendwie weiter verfolgt haben und dann dahin übergewechselt sind. Und natürlich seine riesige Bemühung um die Arbeiter im Rahmen der Dreigliederung in den Fabriken in Stuttgart und Baden-Württemberg, Nord-Baden-Württemberg, um eben auch dann diese Schulbegründung. Das bezieht sich ja alles im Prinzip zentral auf die proletarische Klasse, der er sich eigentlich immer zugehörig gefühlt hat. Dennoch kann man auch sagen, das trifft schon zu, was du vermutest oder was du sagst oder aus welchem Kontext du fragst. So viel Interesse war an dem Spirituellen bei den Proletariern nicht und er hat dafür auch nicht jetzt besondere Verrenkungen gemacht. Er hat sowieso nie für etwas geworben, sondern eigentlich immer nur dann etwas getan und berichtet und erzählt, wenn er danach gefragt wurde. Das war ein grundsätzliches Prinzip. Aber das ändert sich dann doch so ein bisschen mit dem Eingreifen nach dem Ersten Weltkrieg, also wo er dann tatsächlich auch Verantwortung übernimmt und Geschichte gestalten will. Ja. Also da geht er ja schon aktiv rein und möchte oder Zusammenhänge deuten. Ja, das ist, also die Frage war jetzt, die zweite Frage war, ändert sich das nicht nach dem Zweiten Weltkrieg? Nach dem Ersten Weltkrieg, indem er eben da aktiv sozusagen mitgestalten möchte. Und das stimmt, das ist so. Das habe ich auch versucht so darzustellen, dass man eben da merkt, seine Impulse kommen jetzt nochmal konkreter, nochmal direkter. Sollen sie wirklich im konkreten Alltagsleben der Menschen etwas verbessern. Und den Waldorflehrern zum Beispiel schreibt er wenige Tage vor seinem Tod einen Brief. Da geht es eigentlich darum, wie jetzt die neuen, überall entstehen sozusagen Initiativen zu neuen Waldorfschulen, wie man damit eigentlich umgehen soll und so. Und dann schreibt er ja, also ich bin nicht gesund und es wird auch noch lange dauern, bis ich wieder fit bin und so. Ihr müsst euch jetzt leider auch noch um die anderen Schulgründungen irgendwie mitkümmern. Das schaffe ich nicht. Und dann kommen so ein paar ganz kurze Sätze am Ende dieses Briefes. Er wusste wohl selber nicht, dass das eben wirklich der letzte sein wird. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Und da kommt dann so, die Waldorfschule ist zwar ein Kind der Sorge für ihn, und doch ist es das Wahrzeichen für die Fruchtbarkeit der Anthroposophie in der Welt. Also es geht ihm darum, dass die Anthroposophie etwas Fruchtbares im konkreten Leben der Menschen bewirkt. Ich habe vieles ausgelassen, also auch in Bezug auf das politisch-gesellschaftliche gibt es ja noch eine interessante Sache. 22, wo er in Deutschland öffentliche Vorträge, da ist er so en vogue, da ist er so hip bei den Intellektuellen und wird gemietet von der größten Konzertagentur für die größten Seele. Und das macht er so mit, weil er denkt, ja, irgendwie muss man die Anthroposophie auch an Mann bringen. So, nicht? Und da kommt es dann in München zu einer richtigen Attacke von den ersten Braunen. Und er hatte schon ein paar junge Leute, die ihn beschützt haben, und er muss dann, die tun das Licht, also die tun den Saal sozusagen verdunkeln, die kappen die elektrische Zuleitung und es ist stockdunkel. Und er spricht einfach weiter in die Dunkelheit hinein und dann geht irgendwann das Licht wieder an und dann wollen die am Ende des Vortrags die Bühne stürmen. Und dann geht er bewacht, sozusagen eingekesselt von seinen Begleitern, hinten zu einem Notausgang raus und sagt nur, das war's in Deutschland. Wenn solche Herren jetzt hier aktiv werden, können wir keine öffentlichen Vorträge mehr machen. Also das sieht er sehr deutlich. Mich interessiert, also das Bild, was von mir entstanden ist schon zwar von den Gesetzten, aber auch irgendwie sehr engagiert und sehr selbstsicheren Menschen. Also für die Inhalte, die er gibt, bin ich sehr beeindruckt davon, dass er sich mit so einer Selbstsicherheit anscheinend in die Welt gebracht hat. Mich hätte mal interessiert, was so Selbstzweifel anging oder auch so Phasen der vollkommenen Überforderung, Rückzug. Ja,
Das ist etwas, was er sehr pflegt und auch regelrecht beantwortet. Und das findest du auch in den Büchern. Ich habe gerade heute in der Vorbereitung in ein ganz frühes GA2 reingeguckt und im Vorwort, was er dann fast zum Ende seines Lebens schreibt, 40 Jahre nachdem er das erste Buch, eigentlich eigenständige Buch rausbringt, macht er ein neues Vorwort dafür und schreibt über seinen Wandel und auch über seine Zweifel. Und genauso findest du das auch in einem Vorwort der Geheimwissenschaft, was auch wenige Wochen vor seinem Tod, ganz am Ende seines Lebens, schreibt er nochmal ein neues Vorwort für dieses Grundlagenwerk und berührt da auch die Frage, wie hat sich das verändert? Das lässt sich schlecht zusammenfassen, müsstest du einfach da mal selber lesen. Das ist nicht schwierig. Aber es ist nichts, also einfach wenn man so als Bild von ihm hatte, er hat sich ja anscheinend nie davon hindern lassen, von den Selbstzweifeln, die da waren. Genau dieses Aktive. Ja, das Aktive ist klar, aber durchaus auch das immer wieder sich verändern und verwandeln und das, was nicht gelingt, auch aufzuhören und anders zu probieren und so, das ist schon. Ich habe natürlich jetzt auch all die ganzen Publikationen nicht. Es sind ungefähr 35 Bücher, die er in seinem Leben schreibt. Das ist für einen Schriftsteller oder Philosophen so die Mittelklasse. Es gibt Leute, die haben auch 50, 60 Bücher hinterlassen. Aber das ist schon sehr bemerkenswert. Und aber eben was völlig absolut einmalig eigentlich ist, überhaupt in der Geistesgeschichte 6000 Vorträge. 4.500 Vorträge dokumentiert. Bis heute längst nicht alle veröffentlicht, obwohl dokumentiert. Also das ist spannend, diese riesige Leistung an Darstellung. Hast du noch was zu seinem Tod gesagt? Nein, habe ich nicht. Rudolf Steiner stirbt Anfang 25 und er ist schon bestimmt 2 Jahre vorher schwer angegriffen und das letzte halbe Jahr von Ende September 24 bis März 25 ist er nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Und es ist sehr interessant, dass er sich sozusagen dann da in Dornach nicht in seiner Wohnung zurückzieht, sondern in seinem Atelier. Er ist Handwerker, er ist Arbeiter mit der Hand. Das Arbeiten mit der Hand ist für ihn das Allergrößte. Er arbeitet die ganzen letzten 10 Jahre seines Lebens mit dem Holzklöppel und dem Stecheisen an großen Holzplastiken. Und zu Fuße dieser Holzplastiken möchte er liegen. Und das richtet er sich so ein. Und da stirbt er auch. Der Handwerker, könnte man auch einen ganzen Vortrag machen, Rudolf Steiner, der Handwerker. Gibt es wunderschöne Details. In den Landbauschülern habe ich das gezeigt. In Dornach dieses Schloss an dem Glashaus, wo er mit einem Schmied ein spezielles Türschloss entwirft und sich daran irgendwie freut. Da kommt auch der Humor durch, mit dem er sozusagen betonen will, jetzt gehst du hier über eine Schwelle und da muss man die Türklinke nach hier bewegen und die Türe aber so drücken. Da muss man ziemlich wach sein. Und obendrein ist diese Türklinke so geschmiedet, dass man sich furchtbar klemmen kann und furchtbar wehtun kann. Und als dann die ersten Eurythmistinnen sich da richtig eingeklemmt haben und sich beschwert haben und gesagt haben, Herr Doktor, das geht doch nicht, also da tut man sich ja furchtbar weh, dann kommt nur so eine nette, lächelnde Bemerkung, spirituelle Menschen, die tun sich da nicht weh. Oder den Dornacher Hügel hochgehend im Gespräch mit jemand anders und plötzlich sagt er, stopp, wir müssen mal kurz, ich habe hier ein Kirschsteinchen, den muss ich mir jetzt rausmachen, sonst humpelt ganz Dornach morgen. Diese Nachmacher, das hat ihn angeätzt, hat ihn angekotzt, dass die Leute ihn verehrt haben. Und irgendwann, er ist ein ganz freundlicher und zarter. Und irgendwann, da kommt dann jemand zum Ende eines Vortrages und bringt ein großes Geschenk und wir verehren sie so. Und da bricht es aus ihm heraus. Ich will nicht verehrt werden, ich will verstanden werden. Das hat er richtig drunter gelitten. Unter diesem, das kann man auch als eine merkwürdige Hassliebe oder eine
ja, schwierige Beziehung, so müssten wir es vielleicht sagen, eine schwierige Beziehung, Rudolf Steiner und seine Anhänger oder Rudolf Steiner und die Anthroposophische Gesellschaft. Das ist nie so ganz einfach. Ja. Dann gehen wir jetzt mal ins Bett. Ihr seid ja hier morgen früh wieder zugange und jetzt müssten wir noch ein paar Leute finden, die die Tische nach vorne und hinten wegräumen, dass morgen die Eurythmie hier stattfinden kann.